Es sind steinerne Symbole des Mittelalters. Burgen entführen uns in eine dramatische Zeit. Um sie ranken sich Mythen und Legenden. Burgen sind Orte, an denen Menschen lebten und arbeiteten und starben. Sie waren Wirtschaftszentren, sichere Heimstätten und Schauplätze von Kriegen. Burgen prägten das europäische Erbe. In jeder Burg wurde Geschichte geschrieben. Aber was ist wahr? Was Mythos? Um die Jahrtausendwende gilt noch das Recht des Stärkeren. Für die eigene Sicherheit und die der Familie muss jeder selbst sorgen. Wer genügend Geld hat, schafft sich deshalb einen sicheren Rückzugsort. Dieser sichere Rückzugsort sind Burgen. Sie werden in Europa im Laufe des Mittelalters zum Erfolgsmodell. Sie sind die augenscheinlichsten Zeugnisse des Mittelalters, wo unsere Gesellschaft ihren Ursprung hat. Sie erinnern uns an unsere mittelalterliche Vergangenheit und verbinden uns mit unserer Geschichte. Keine Bauwerke prägen unsere Landschaft bis heute so stark wie Burgen. In ganz Europa finden wir diese stummen Zeugen des Mittelalters. Manchmal lagen sie in unmittelbarer Sichtweite zueinander. Und nie waren zwei Burgen mehr als eine Tagesreise voneinander entfernt. Doch nur noch ein Bruchteil der mittelalterlichen Burgen ist heute erhalten. Von ihnen bleibt oft nicht mehr zurück als ein Name. Europaweit zeugen mehrere tausend Orts- und Straßennamen von ihrer enormen Vielzahl. Orte wie Regensburg, Newcastle, Belgrad oder Castel Gandolfo tragen allesamt die Burg im Namen. Auch Straßen wie Burchtstraat, Rajanske na Mesti oder Plaza del Castillo stehen für diese heute verschwundenen Bauten des Mittelalters. Die Höhenburg ist der beliebteste Burgentyp des Mittelalters. Schon die Lage bietet per se Schutz vor Angreifern und einen guten Ausblick auf die Umgebung und den herannahenden Feind. Burgen im Flachland dagegen müssen zusätzlich befestigt werden. Oft soll ein Wassergraben Angreifer fernhalten. Noch praktischer und sicherer ist es, die Burg durch einen See oder Fluss, also einen natürlichen Wassergraben, zu schützen. Auch Predjama in Slowenien nutzt natürliche Gegebenheiten aus. Vor eine Höhle im Gebirge werden einfach Mauern gesetzt. Und fertig ist die Höhlenburg. Im Frühmittelalter werden Burgen meistens noch aus Holz erbaut. Eine steinerne Burg kann sich der Durchschnittsadlige nicht leisten. In den Kolmarer Annalen aus dem 13. Jahrhundert heißt es über das Elsass: Der Adel auf dem Lande hatte kleine Türme, die er gegen seine Standesgenossen kaum verteidigen konnte. Burgen und befestigte Plätze gab es nur wenige.
Doch Schutz bieten auch die einfachen Holztürme. Und Holz war im dicht bewaldeten Europa überall im Überfluss vorhanden. Ein preiswertes Baumaterial. Die Holzburg wird so zum Standardmodell der frühmittelalterlichen Burg. Die hölzerne Turmhügelburg ist zwar schlicht, erfüllt aber ihren Zweck als Wehrbau und trägt bereits alle Merkmale ihrer steinernen Verwandten. Der Wohnturm der Adelsfamilie steht auf einem künstlich aufgeschütteten Erdhügel, der sogenannten Motte. Genau wie der Bautyp selbst stammt auch der Begriff aus Frankreich. Meist war der Turm von Palisaden umzäunt und idealerweise zusätzlich von einem Wassergraben umgeben. Sicherungselemente, die man auch an steinernen Burgen in späterer Zeit findet. Zu jeder Motte gehörte außerdem eine Vorburg. Auch sie war von Palisaden und Gräben gesichert. In dieser Vorburg waren Wirtschaftsgebäude, Stallungen und Wohnräume der leibeigenen Diener untergebracht. In Frankreich und Großbritannien ist die Form der hölzernen Motte in ihren steinernen Geschwistern erhalten, den Donjonburgen. Eine der ältesten steht in Gisors in der Normandie. Das Kennzeichen der Donjonburgen ist der große Turm, in dem der Burgherr samt Familie wohnt. Gisors stammt aus dem 11. Jahrhundert und war zu jener Zeit eine bedeutende Anlage. Sie sicherte die Grenze gegen den englischen Nachbarn. Auch in England findet sich eine Motte aus normannischer Zeit. Windsor Castle in der Nähe von London wurde ursprünglich von Wilhelm dem Eroberer erbaut, als Teil eines Befestigungsrings rund um London. Windsor ist eine der großartigsten Burgen in ganz Europa. Erbaut wurde sie von Wilhelm dem Eroberer. Das wichtigste Vermächtnis seiner Zeit ist nicht das Gebäude, sondern der Grundriss, der sehr außergewöhnlich ist und in England beispielsweise auch in Arundel Castle zu finden ist. Im Zentrum ist ein großer Erdhügel, der von zwei Vorburgen eingerahmt wird. So formen sie eine Acht mit dem Hügel in der Mitte. Die Burg hatte enorme Ausmaße und ist bis heute eines der größten Schlösser Europas. Im 12. Jahrhundert wird der ursprünglich hölzerne Donjon oder Keep, wie er im Englischen genannt wird, durch einen steinernen ersetzt. Später wird diese königliche Burg erweitert, die Anlage immer weiter ausgebaut, herrschaftliche Wohnräume in andere Gebäudeteile verlegt. Im Gegensatz zum königlichen Windsor Castle sind die meisten Burgen im Mittelalter weitaus bescheidener. Und auch das Leben auf ihnen ist alles andere als komfortabel. Oft leben die Burgbewohner unter einem Dach mit ihrem Vieh. Manchmal sogar direkt über ihnen, um sie als natürliche Fußbodenheizung zu nutzen. Auch als Ritter hört man das Blöken der Schafe. Wohin man sieht Kühe und Rinder und Leute in Holzschuhen. Den ganzen Tag Sorgen und Plage und dauernder Betrieb. Klagt ein adliger Burgherr. Und dann müssen sie auch noch mit wenig Unterstützung auskommen. 2 Wachen sowie Magd und Knecht. Mehr gibt es nicht auf der Durchschnittsburg. Im 12. und 13. Jahrhundert wird die europäische Burgenlandschaft aufgemischt. Die Dynastie der Staufer löst einen regelrechten Burgenboom aus. Während ihrer Herrschaft werden sage und schreibe 15.000 Burgen errichtet. Für die Staufer sind Burgen Instrumente der Machtsicherung. Wie hier in der Pfalz überziehen sie Mitteleuropa mit einem Burgennetz. Die in England bekanntesten deutschen Burgen sind sicherlich die Stauferburgen des 12. und 13. Jahrhunderts. Sie zeichnen sich durch eine einfache Schutzmauer aus, die um die Burg herumlief. Und vor allem durch die sehr hohen, wehrhaften Türme ohne Wohnfunktion, die Bergfriede. Diese typisch deutsche Tradition mit dem Palas in der Mitte und der Außenmauer drumherum findet man in England nicht, obwohl die Funktion der Burg in den beiden Ländern die gleiche war.
Nach einem mittelalterlichen Sprichwort zieht Barbarossas Vater am Schweif seines Pferdes stets eine Burg mit sich und baut so seine Landesherrschaft aus. Auch viele Adlige tun es dem kaiserlichen Geschlecht gleich und bauen sich ein solches Eigenheim. Unter den Staufern wird Mitteleuropa zum Burgenland. Das Herrschaftsgebiet der Staufer zieht sich von der Nordsee bis nach Süditalien hin. Durch eine geschickte Heiratspolitik erweitern die Staufer ihren Machtbereich nach und sichern ihn durch Burgen. Der Burgenboom der Staufer ist auch möglich durch günstige klimatische Bedingungen, die in guten Ernten resultieren. Sie führen zu einer Bevölkerungsexplosion. Mehr Menschen bedeuten mehr Untertanen für den Burgherrn. Sie sind es, die seinen Reichtum schaffen. Denn die mittelalterliche Gesellschaft ist streng hierarchisch aufgebaut. Ganz unten stehen die Bauern. Sie machen den Großteil der Bevölkerung aus. Die meisten von ihnen sind vom Adel abhängig. Der Adel erhält vom König Land als Lehen, das er verwalten muss. Gott sei mit dir, Karl. Der König ist der oberste Lehnsherr und der Adel ist ihm Gefolgschaft schuldig. Neben der Heerfolge verpflichtet sich der Adel auch zum Burgenbau. Doch wenn sie konkret bauen wollen, müssen sie bei ihrem Lehnsherrn erst eine Baugenehmigung einholen, wie Bauherren heute bei den städtischen Behörden. Dass der Bau einer Burg genehmigungspflichtig war, das ist unzweifelhaft, denn wir haben Rechtsvorschriften wie den Sachsenspiegel oder den Schwabenspiegel, wo dann drin steht, welcher Bau jetzt wehrhaft wird und deswegen einer Burg gleichkommt und dann genehmigt werden muss. Das sind zum Beispiel Bauten, die von einem Graben umgeben sind, der tiefer ist, als jemand im Graben stehend über die Schulter rausschaufeln kann. Das sind Mauern, die höher sind, als ein Reiter mit seinem Pferd hochreichen kann. Zum Beispiel jede Mauer, die Zinnen hat, jeder Bau, der einen erhöhten Eingang hat. Auch Burg Eltz an der Mosel wird während des staufischen Burgenbooms errichtet. Anfangs besteht die Burg nur aus einem einzelnen Turm. Hier leben die Brüder Elias, Wilhelm und Theoderich mit ihren Familien. Ihr Vater ist 1268 gestorben und hinterlässt seinen 3 Söhnen nur eine Burg. Eine solche Burgen-WG wird im Fachjargon Gannerbschaft genannt. Komm her. Die räumliche Enge macht das Zusammenleben schwierig. Doch trotz Konflikten hält die Familie über Jahrhunderte zusammen. Auch nach 33 Generationen ist Burg Eltz heute noch in Familienbesitz. Der heutige Burgherr ist Karl Graf zu Eltz. Die Gannerbschaft auf der Burg Eltz ist wohl dadurch entstanden, dass es zu viele erbberechtigte männliche Nachkommen gab. Und das war eine Methode, wie man mit dem wenigen, was man hatte, das war in dem Fall eine Burg und ein sehr überschaubarer Besitz, die wichtigsten Erbberechtigten befriedigen konnte. Die Brüder Elias, Wilhelm und Theoderich gründen 3 Familienzweige. Die Eltzer vom Goldenen Löwen, vom Silbernen Löwen und die mit den Büffelhörnern. Sie bewohnen und verwalten die Burg fortan gemeinsam. Noch heute erkennt man an der verschachtelten Bauweise der Burg die komplexen Besitzverhältnisse. Jede Familie baut sich ein eigenes kleines Reihenhaus in der Burgsiedlung und lehnt ihr Haus einfach an das der anderen an. Das geringe Platzangebot zwingt zu kreativen Lösungen. Wie in heutigen Großstädten ist man gezwungen, in die Höhe zu bauen.
Und mit christlicher Nächstenliebe ist es selbst in der Familie nicht weit her. Eine von ihnen möchte die heilige Messe nicht mit ihrer Verwandtschaft feiern und baut eine eigene Kapelle. Platz ist aber nur noch im Schlafzimmer. Doch über einer Kapelle dürfen keine anderen Räume sein. So wird die Kapelle einfach als Erker angebaut. Aus praktischen Überlegungen heraus nutzen die Elster wie alle Burgherren Baumaterial aus ihrer Region. Man fand dann in der Mitte eines Tals einen Felssporn, auf dem man diese Burg errichtete, und fand eigentlich alles, was man brauchte für diese Burg. Es war die Grauwacke, es war das Holz selbstverständlich da, Schiefer war ganz in der Nähe, Kalk gab es auch, Lehm selbstverständlich, sprich, man war fast autark in dem, was man hier tat. Beim Bau einer Burg ist man auf Spezialisten angewiesen. Theoderich engagiert zum Bau seines Hauses um 1300 einen Bauleiter. Ich warte jetzt schon so lange. Was soll ich machen? Doch die Bauarbeiten ruhen zunächst einmal. Denn schon im Mittelalter herrscht Fachkräftemangel. Die verbreitete Vorstellung ist falsch, dass leibeigene Bauern verpflichtet wurden, die Burg für ihren Lehnsherrn zu errichten. Ich will eine Lösung. Ihnen fehlte schlichtweg das Know-how. Welche Fähigkeiten beim Burgenbau gefragt waren, erforschen Archäologen im französischen Guidelon. Sie bauen eine Burg ausschließlich mit Methoden und Werkzeugen des Mittelalters. Da es kaum Quellen gibt, wie der Bau einer Burg genau vonstatten ging, probieren die Archäologen in Guidelon einfach alles aus. Beispielsweise den Tretradkran. Er war die wichtigste technische und auch folgenreichste Errungenschaft des 13. Jahrhunderts und erleichterte das Heben schwerer Lasten. Mit ihm wurden nur noch 2 Radläufer und der Kranführer für das Hochziehen eines Steinquaders gebraucht. Zuvor waren es 1 Dutzend Arbeiter gewesen. Seit gut 20 Jahren wird in Guidelon gebaut. Fertig sein soll die Burg im Jahr 2023. Auf der französischen Experimentalbaustelle arbeiten das ganze Jahr über 50 Festangestellte und saisonal nochmal zusätzlich 200 Hilfskräfte. Ein Bautrupp von etwa 75 Handwerkern zog im Mittelalter nach Schätzungen eine königliche Burg in nur 5 Jahren hoch. Einer der gefragtesten Handwerker war der Schmied. Er muss die Werkzeuge für die anderen Fachleute herstellen. Der Verbrauch ist enorm. Allein die Steinmetze verschleißen pro Tag 2 Sätze Pickel, Hauen, Hämmer, Schlageisen, 2 Spitz und viel zu viele Meißeln. Auch heute in Guidelon muss der Schmied den Handwerkern konstant Werkzeuge liefern, damit der Fortgang der Arbeiten nicht stockt. Er trägt mit seiner Arbeit im Hintergrund dazu bei, dass die Baustelle reibungslos funktioniert. Unmittelbar sichtbar an manchen Quadern sind rätselhafte, in den Stein gehauene Zeichen. Was hat es damit auf sich? Bisher nahm man an, es handelt sich um Abrechnungszeichen. Der Steinmetz versah den fertigen Stein mit seinem Zeichen und bekam Lohn für die Anzahl der von ihm markierten Steine ausbezahlt. Aber die Zeichen dienen wohl auch dazu, den Platz des Steins in der Mauer zu kennzeichnen, also zu sagen, an diese Stelle soll er gesetzt werden. Die frühere Interpretation der Steinmetzzeichen als stolze Künstlersignaturen ist also von der Forschung widerlegt worden. Steinmetze sind zwar die Künstler unter den Handwerkern, doch auch sie müssen sich den Anweisungen des Baumeisters unterordnen. Er weist sie ein und überwacht ihre Arbeit. Auf der Elzer Baustelle sind die Arbeiten inzwischen in Gang gekommen. Wir bauen das Haus direkt an den Turm an. Vergiss es. Das ist nicht deine Entscheidung. Der Neubau bietet Zündstoff für die Elzer Brüder-WG. Dabei ist schon die Durchführung kein leichtes Unterfangen. Auch finanziell nicht.
Der Bau einer Burg war selbstverständlich sehr kostenaufwendig, vielleicht weniger als der Bau einer Kirche. Jedenfalls aber so teuer, dass ein niederer Adliger 10 bis 20 Jahre an seiner Burg baute, praktisch also sein ganzes Leben lang. Somit hinkt ein Vergleich mit heutigen Immobilien wie Strandvillen oder Ähnlichem. Denn in der mittelalterlichen, stark hierarchisch geprägten Gesellschaft konnten sich gerade einmal 8 bis 10% der Elite eine Burg leisten. Ein zahlungskräftiger Bauherr konnte sich durchschnittlich etwa 90 Arbeitskräfte leisten. Nein, das machst du nicht. Das werden wir ja noch sehen. Oh! Kranken- und Unfallkassen gab es damals nicht. Und für Unfälle oder Krankheit musste auch der Bauherr nicht aufkommen. Oft kam es bei Gerüst- oder Mauereinstürzen zu Verletzten und sogar Todesopfern. Doch auch dann musste es zügig weitergehen. Denn gebaut werden konnte nur in der warmen Jahreshälfte. Vor dem ersten Kälteeinbruch musste so viel wie möglich fertiggestellt sein. In der kalten Jahreszeit fand das Leben innerhalb der Räumlichkeiten statt. Bei der Inneneinrichtung kam es deshalb auf Behaglichkeit an. Originale Einrichtungen haben sich bei mittelalterlichen Burgen selten erhalten. Aber in Guidelon kann man sehen, wie Burgräume einmal eingerichtet waren und wie viel Sorgfalt selbst noch für die Fußböden verwendet wurde. Die Wände waren farbig und bunt geschmückt. Weiße Wände gab es in mittelalterlichen Burgen kaum. Farben wurden aus verschiedenen Pigmenten hergestellt. Die Farbpalette des Mittelalters ist noch nicht so umfangreich wie heute. Damals gibt es nur natürliche Ausgangsmaterialien für die Farbherstellung. In großen Tiegeln werden Tonerden oder Steine wie Hämatit zerstoßen. Danach werden die Pigmente durch ein feines Sieb gerieben. Am Ende werden sie dann mit Wasser und Bindemitteln wie Eiweiß, Harz oder Öl aufgekocht, um dekorative Wandfarben zu erhalten. Auf Burg Eltz verschönerte man die Wände mit ornamentalen Blumenmustern. Kreuzfahrer hatten das Design aus dem Orient mitgebracht. Bei der Wandgestaltung folgte man schon damals wechselnden Trends. Auch die Möblierung war Moden unterworfen. Doch der Einrichtungsstil war grundsätzlich minimalistisch. Reich möbliert waren die Bauten nie. Wenn wir Quellen des 15. Jahrhunderts anschauen, sieht man das Bett und eine Truhe. Eventuell einen Wandschrank. Sieht man in der Stube ein umlaufendes Brett als Sitz, sieht einen Tisch, 2 Stühle, vielleicht sind es auch 4. Das war's, also ganz spärlich möbliert in dem Saal. Das Wort die Tafel aufheben kommt wahrscheinlich wirklich davon, dass man eine Tafel aus einem Brett mit einem Gestell unten drunter machte. Das ist so ein bisschen wie Ikea heute. Wenn das Essen fertig war, packte man das an die Seite und konnte tanzen. Möbel sind im Mittelalter Alleskönner. Das häufigste Möbelstück dieser Zeit sind Truhen. Sie werden als Reisekoffer, Tresor und mit Sandfüllung als Feuerlöscher zur Brandbekämpfung genutzt. Die Sitzgelegenheit nicht zu vergessen. Schränke werden hingegen erst zum Ende des Mittelalters Standard. Da quellen die Truhen der Burgherren über, denn Kleider sind im Überfluss vorhanden. Mehr Stauraum wird benötigt. Im Spätmittelalter weicht der sachliche, schlichte Stil einem zunehmenden Dekowahn. Möbel werden zum Statussymbol. Sie werden verziert und sollen den sozialen Status ihrer Besitzer herausstreichen. Doch grundsätzlich gilt für Möbel des Mittelalters der Leitspruch der Designer heute: Form follows function. Form folgt Funktion. Zum Schlafen nutzen die Burgherren gerne Himmelbetten wie dieses auf Burg Eltz. Sie sind mittelalterliche Wärmespeicher.
Um ins Bett zu gelangen, muss man erst 4 Stufen hochsteigen. So nutzt man die warme Luft, die nach oben steigt. Und die Vorhänge halten Kälte ab und stauen die Wärme im Bett. Wenn im Herbst die Kälte zum Problem wird, wissen sich die Burgbewohner zu helfen. Sie nutzen die Badestube auch als Wohnzimmer. Denn sie war zeitweise der einzige beheizte Raum der Burg. Erst im Winter wurde die Heizung auch für die anderen Wohnräume angestellt, um Kosten zu sparen. Im Herbst wird in der Badestube einfach ein Gefäß mit heißem Wasser aufgestellt und alle versammeln sich in dem kleinen Raum. Energieeffizienz ist auf mittelalterlichen Burgen ein wichtiges Thema. Der Bausachverständige Konrad Fischer erläutert die Energiespartricks der Burgbewohner. Ab Weihnachten war es bitterkalt und um auf dieser eiskalten, ausgekühlten Burg dann zu überleben, da hat es natürlich besonderes Geschick gebraucht und das hat der Ritter natürlich gehabt. Er hat dann zunächst mal angefangen wohl mit Wildschweinfellen oder sonstigen, sagen wir mal, einfachen Lappen die Wände zu bekleiden, mit der Folge, dass dann beim Einheizen sehr schnell diese Oberflächen, diese dünnen, warm wurden. Als nächste Stufe kamen dann die Holzverkleidungen und die sind im Endeffekt zu richtigen Bohlenstuben herangewachsen, wo alle Teile des Raumes, so wie wir es hier auch sehen, aus Holzbohlen gestaltet sind und eben durch diese dünnen Holzvorsatzschalen hat er denselben Effekt wie beim Wildschweinfell. Das erste Scheitholz macht diese Oberfläche warm. Holz ist eigentlich ein sehr guter Dämmstoff auch. Später wurden diese Holzverkleidungen unmodern. Dann gab es was Neues, das waren diese Wandteppiche. Mit diesen konnte er mit riesigen Flächen diese Außenwände und auch die kalten Innenwände bedecken und hatte wieder den Effekt, er macht sein Feuer an und ruckzuck wird diese Oberfläche warm und er fühlt sich wohl und behaglich. Wandteppiche waren die Comics des Mittelalters. Sie belehrten, erzählten und unterhielten. Christliche Superhelden und heidnische Halbgötter waren die Protagonisten dieser Bildergeschichten. Gerade in den langen Wintermonaten hatten die Bewohner viel freie Zeit und oft auch Langeweile auf den Burgen. Der Lebensrhythmus der Menschen dieser Zeit wurde von der Natur bestimmt. Zum Zeitvertreib wurde mit Maultrommeln und Flöten musiziert. Brettspiele waren beliebt. Die Herren und ihre Damen favorisierten Schach und Tricktrack. Das Gesinde trat lieber zum Damespiel an. Kegelabende wurden veranstaltet. Wurf- und Ballspiele gab es. Im Sommer dagegen vertrieb sich der Adel die Zeit gern mit der Jagd. Ein Privileg, das seinem Stand vorbehalten war. Die Königsdisziplin der Jagd war die Falknerei. Von Friedrich II. Wurde sie zur Kunstform erhoben. Sogar einen Bestseller verfasste der Stauferkaiser zu seinem liebsten Hobby. Bis ins 19. Jahrhundert blieb er das Standardwerk zur Falkenjagd. Doch das Leben war für die Burgherren nicht nur Amüsement. Es gab auch ernste Angelegenheiten, denen sie sich widmen mussten. Nur etwa alle 75 Jahre wird eine Burg belagert. Dazwischen herrscht Burgfrieden. Geh mir aus dem Weg. Im Innern gilt das nicht immer. 2 Generationen nach der ersten Elster Brüder-WG eskaliert die Situation. Alle haben zwar mittlerweile ihr Eigenheim, aber viele verschiedene Charaktere müssen auf zu engem Raum miteinander auskommen. In einem Haus wie Elz als Gannerbenburg gab es natürlich permanent irgendwelche Auseinandersetzungen. Und um diese in geordnete Bahnen zu lenken, wurden Burgfriedensbriefe erstellt. Und in denen wurde im Grunde das gesamte Leben geregelt. Das war eine Art Verfassung, in denen sogar geklärt wurde, was passiert, wenn man jemanden totschlug. Zu einem Mord kam es 1372. Johann mit den Büffelhörnern erschlug seinen Bruder Heinrich vom Goldenen Löwen. Warum, ist nicht überliefert. Der Burgfriedensbrief von 1430 forderte deshalb, sie sollen sich unter sich weder an Leib oder Gut schaden, sondern gegenseitig schützen und einander helfen, so oft es Not ist. Und wenn es mal Not tat,
traf man sich im Gemeinschaftsraum der Burg. Der Rittersaal war der Ort, an dem sich die Familienmitglieder zu Elz, männlichen, trafen, um Konflikte zu lösen. Dort hatte man eine Art von, heute würde man das sagen, Versammlungsjurfix organisiert, bei dem man sich traf, bei dem Probleme gelöst werden mussten. Der Rittersaal zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Das eine sind die Narrenköpfe, die die freie Rede ja schon fast vorschreiben. Das heißt, jeder ist nicht nur erlaubt, sondern auch aufgefordert, das zu sagen, was ihm am Herzen liegt. Und die anderen dürfen dafür nicht gram sein. Und das zweite ist die Rose des Schweigens, die dann sagt, was hier diskret beschlossen wurde. Das geht nicht über die Türe des Rittersaals hinaus. Im Gegensatz zur Familie Elz plagen die Bewohner von Burghausen in Bayern keine Platzprobleme. Im Gegenteil. Burghausen ist die wahrscheinlich längste Burg der Welt. Über 1 Kilometer zieht sie sich über einen Bergsporn hin. Sie gehörte den Herzögen von Bayern-Landshut, einem Familienzweig der Wittelsbacher, die über Jahrhunderte hinweg Bayern beherrschen. Die Landshuter Herzöge bauen Burghausen zu einer ihrer Residenzen aus, zur stärksten Festung des Landes und zum ständigen Wohnsitz der Familie. Die Burg liegt an einem wichtigen Fernhandelsweg, der Salzach. Über diesen Wasserweg werden Waren von Österreich und Italien in alle Teile des Heiligen Römischen Reiches verschifft. Jedes Schiff muss hier Halt machen, Maut zahlen und Zölle auf seine Ladung. Die Rechnungsbücher der Burg zeigen, die jährlichen Einnahmen waren enorm. Die Wittelsbacher auf Burghausen werden so zu den reichen Wittelsbachern. Denn über die Salzach wurde auch ein besonders wertvolles Gut transportiert. Der Grund, warum diese Burg genau diesen Platz gewählt hat, oder die Bauherren für diese Burg, ist sicherlich der Salzhandel gewesen. Denn das Salz war damals sehr wertvoll und wurde über die Salzach verhandelt Richtung Norden. Und hier war ein Übergang, hier war auch ein Ankerplatz, also hier war ein Zoll- und Mautrecht gewesen. Und zuerst die Grafen, aber sicherlich dann die Wittelsbacher haben diesem Zoll reichlich verdient. Die Hauptburg an der Spitze wird zur Schatzkammer der Wittelsbacher. Und Burghausen zu einer der bestgesichertsten Burgen des Reiches. Ihre Zoll- und Mauteinnahmen erlauben es den Wittelsbachern, sich einen großen Hofstaat zu halten und die Burg immer weiter auszubauen. Der Salzhandel macht sie zu einem Herrschaftszentrum. Bis zu 200 Männer, Frauen und Kinder leben auf der Burg. In der Hauptburg an der Spitze lebte die Wittelsbacher Familie mit ihrem engeren Hofstaat. Im ersten Vorhof waren Wirtschaftsgebäude untergebracht, die Bäckerei und die Brauerei sowie Stallungen für die Pferde. Die Anzahl der Pferde auf der Burg übertraf sogar noch die der Menschen. Sie wurden für den Transport benötigt und für die Jagd. Auch für Kriegseinsätze mussten sie zur Verfügung stehen. In den mittleren Höfen lebten Hofbeamte wie der Pfarrer. Im Zeughaus lagerten Waffen, Getreide, Bier und weitere lebenswichtige Güter. Pferdeknechte, Stallburschen, Köche, Mägde und anderes Gesinde mussten mit dem letzten Vorhof zufrieden sein. Hier wurde sicher auch das Vieh gehalten. Eine Hofordnung regelte das Zusammenleben. Sie schreibt beispielsweise peinlich genau vor, wie die Sitzordnung an den 40 Tischen bei den Mahlzeiten sein sollte. Streng hierarchisch saßen die wichtigsten Personen an den vorderen Tischen. Am Ende des Speisesaals hatten die zugereisten Handwerker zu sitzen. Die vielen Köpfe eines solchen Hofstaats müssen natürlich auch versorgt werden. Wie viele andere Burgherren haben die Wittelsbacher verkehrsgünstig am Knotenpunkt verschiedener Handelswege gebaut. So ist ihre Versorgung über Flüsse und Straßen gesichert. In Italien bestellt man Luxusgüter wie Salz und Seide.
Von der Ostsee kommt Bernstein. Aus dem Orient werden Gewürze, Weihrauch und edle Stoffe importiert. Ihre Grundversorgung allerdings sichert die Burg mit eigenen landwirtschaftlichen Produkten. Sie ist auch ein Wirtschaftsbetrieb. Außerdem sind die Bauern des Umlandes über den Zehnt verpflichtet, dem Burgherrn einen Teil der Erträge ihrer Felder und ihrer Viehwirtschaft abzuliefern. Kräuter- und Gemüsegärten sorgen für den täglichen Bedarf. Eine mittelalterliche Quelle beschreibt sie als Orte, wo häufig die Apothekerjungen zusammentreffen, die dort Kräuter pflücken und Wurzeln graben und Zutaten zu Arzneien suchen. Mit Hopfen wird Bier gebraut, Weintrauben gekeltert. Denn im Mittelalter wird mehr Wein und Bier als Wasser getrunken. Wasser ist oft verunreinigt und überträgt Krankheiten. Das Angebot an Obst- und Gemüsesorten ist viel kleiner als heute. Tomaten, Paprika, Kartoffeln und Kürbisse kommen erst mit der Entdeckung Amerikas Ende des 15. Jahrhunderts auf den Speiseplan der Europäer. Das Menü bleibt saisonal und regional. Gemüse deckt den Vitaminbedarf und ist fester Bestandteil jeder Mahlzeit. Fleisch und Fisch kommen selten auf den Tisch, außer bei den hohen Herren. Schätzungsweise 80 Kilo Fleisch verspeist ein adliger Herr jährlich im Hochmittelalter. Ein Bauer allenfalls ein Viertel davon. Das Verfallsdatum von Lebensmitteln ist das größte Problem. Das wichtigste Konservierungsverfahren für Fleisch ist Räuchern. Fleisch und Wurst werden in den Kamin gehangen und nach dem Räuchern an die Decke, damit Ratten und anderes Ungeziefer sich nicht an den Vorräten gütlich tun. Obst und Gemüse wird in Körben in Sicherheit gebracht. Zur Konservierung wird außerdem Salz verwandt, das in kleinen Nischen neben dem Herd lagert. So bleibt es trocken und verklumpt nicht. Für verderbliche Lebensmittel wie Eier und Milchprodukte gibt es auf mittelalterlichen Burgen bereits Kühlschränke. Die dicken, kühlen Mauern halten die Vorräte frisch. Ganz ohne Elektroanschluss. Getreide ist das Grundnahrungsmittel der Menschen dieser Zeit. Es macht ca. 70% der Nahrung aus. Es wird zu Brot, aber auch zu Getreidebrei verarbeitet und ist ein wichtiger Grundstoff der Bierbrauerei. In mittelalterlichen Haushalten ist Bierbrauen überwiegend Frauensache. Man trifft sich damals zu Bier, nicht zu Kaffeekränzchen. Naturgemäß kommt nach dem Biergenuss eine wichtige Frage auf. Wo ist das stille Örtchen? Auf jeder Etage ist mindestens eine Toilette zu finden. Also eine Burg hat, wenn sie klein ist, 2, 3 davon. Ein Turm, wo ein Wächter drauf sitzt. Natürlich braucht er einen Abtritt, der rennt nicht jedes Mal runter. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es überhaupt nicht geht, wo der Turm nur in den Innenhof reicht. Da kann man keinen Abtritterker oben machen. Da muss man dann einen Eimer nutzen. Aber sonst gibt es diese Bauten eigentlich überall. Und bei großen landesherrlichen Burgen, Reichsburgen, 20 Stück, 30 Stück. Toiletten sind an die Außenmauern angebaut. Eine Tür trennt sie von den großen Burgräumen. Doch die bleibt im Mittelalter oft offen, während der Herr des Hauses sein Geschäft verrichtet. So kann er schamlos weiter am Gespräch teilnehmen. Privatsphäre? Das gab es noch nicht. Auch die Wachmannschaften müssen ihre Notdurft verrichten. Hier zeigt sich eine bauliche Besonderheit. Also das ist jetzt der Sitz, ein großer Stein mit einem Loch, wo die Fäkalien dann im freien Fall nach unten abgestürzt sind. Und was wir hier sehen, ist ein Männerklo, denn das hat ganz deutlich hier eine kleine Nase. Das dient dazu, dass der Mann, wenn er sich hinsetzt, nicht seinen Penis quetscht. Also eine sehr, sehr nützliche Vorrichtung für Männer. Dann gibt es ganz oft noch kleine Nischen hier in der Seitenwand, wo dann Farn oder Moos aufbewahrt wurde zum Reinigen. Und
Ansonsten eine kleine Belüftungsöffnung. Es ist ein sehr schöner Abbord hier. Innovativ sind die Burgenbauer südlich der Alpen. Castel del Monte, ganz im Süden Italiens gelegen, wird im Auftrag des Stauferkaisers Friedrichs II. Im 13. Jahrhundert erbaut. Seit Jahrhunderten gibt diese Burg den Forschern Rätsel auf. Generationen von Historikern haben sich über ihre ungewöhnliche Architektur den Kopf zerbrochen. Überall im Innern sieht man am Boden rätselhafte Rinnen. Wozu dienten sie? Zwei Forscher glauben, das Rätsel entschlüsselt zu haben. Die beiden Architekten Giuseppe Fallacara und Ubaldo Occhionegro haben Castel del Monte in den letzten Jahren genau erforscht. Sie sind davon überzeugt: Wasser ist das zentrale Thema des Bauwerks. Die Burg scheint ein regelrechter Wellness-Tempel gewesen zu sein. Die Burg ist mit einigen technischen Finessen ausgestattet, um das Wasser aus der Umgebung zu sammeln. Sie erinnern an antike Verfahren. Wasser wird aus dem Boden gefördert und zusätzlich Regenwasser in Zisternen aufgefangen, die sich auf dem Dach von 5 der 8 Türme befinden. An die Zisternen schließt sich ein ausgeklügeltes Leitungssystem an, das Wasser in jeden Raum der Burg leitet. Durch die Schwerkraft ist sogar ausreichender Leitungsdruck gewährleistet. Eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Noch ein weiteres Rätsel wurde gelöst: die Funktion der Zierleisten über den Bänken, die sich in der gesamten oberen Etage der Burg befinden. Als wichtigstes architektonisches Detail sind uns sofort die Zierleisten ins Auge gefallen. Zierleisten in Form von zylindrischen Kanälen. In ihnen konnte die Feuchtigkeit in den Räumen aufgefangen werden. Kondenswasser, das sich an den Wänden bildete und herunterlief, sammelte sich in den Hohlräumen und wurde abgeleitet. Die Zierleisten sind also praktisch und schön zugleich. Castel del Monte ist eine Ausnahmeerscheinung in der europäischen Burgenlandschaft. Andere Burgen sind im Vergleich technisch weniger ausgefeilt. Nördlich der Alpen schlägt man sich noch gut 100 Jahre nach Erbauung des italienischen Wellness-Tempels mit schlichteren Fragen herum. Schließ die Tür, es zieht. Oft sitzen die Burgbewohner hier im Dunkeln, denn Fensteröffnungen werden gegen Zug und Kälte noch mit Holzläden, Pergament oder Stroh abgedichtet. Danke. Nur wenige Burgbesitzer können sich teure Glasscheiben leisten. Eine Lösung für den kleinen Geldbeutel findet sich im 14. Jahrhundert. Butzenscheiben. Ihre Herstellung ist einfacher als die von großen Glasflächen. Erst stellt ein Glasbläser eine Kugel von etwa 10 bis 15 cm Durchmesser her. Danach übernimmt ein extra dafür ausgebildeter Butzenmeister die Kugel und formt die Butzenscheibe. Die kleinen Scheiben werden danach mit Bleiruten zusammengesetzt. So entstehen die typischen Glasfenster, die im Spätmittelalter auf Burgen, in Kirchen, aber auch in Bürgerhäusern eingebaut werden. Damit hält das Glasfenster Einzug in Mitteleuropa. Endlich muss man nicht mehr zwischen Licht und Wärme wählen. Butzenscheiben isolieren die Fensteröffnungen und lassen gleichzeitig Licht in die Räume hinein. Die Butzenscheibe wurde im 15. und 16. Jahrhundert wurde es Industrieware und damit konnten sich viele das Glas leisten.
Die Butzenscheibe hatte auch den Vorteil, dass sie den Druck auf eine große Glasfläche reduziert hat, auf viele kleine Scheiben, die dann mit Bleiruten zusammengehalten wurden. Und damit war das eigentlich auch jetzt von der ganzen Stabilität her ein wichtiges Produkt. Butzenscheiben werden zum Erfolgsmodell und erhöhen den Wohnkomfort auf den Burgen des ausgehenden Mittelalters. Auch die Königsburg Vincennes in Frankreich wird mit den Jahren luxuriöser. Ursprünglich als Jagdhütte erbaut, mausert sich das Château de Vincennes mit der Zeit zu einer der wichtigsten Residenzen der königlichen Familie. Hier steht der wohl höchste mittelalterliche Donjon. Und die Burg ist so groß, dass sie den riesigen französischen Hofstaat aufnehmen kann. Die besten Bildhauer und Steinmetze werden engagiert, um ihre Wohnräume wie eine gotische Basilika zu verzieren. König Karl V. gibt in Vincennes den Bau einer prächtigen Kapelle in Auftrag. Die aufwendigen Glasfenster sind das Highlight der Kapelle. Sie stellen die Offenbarung des Johannes dar. Aber auch die Bauherren haben sich hier für die Nachwelt verewigen lassen. Aus Frankreich stammte die Tradition der Turniere, die in der heutigen Vorstellung fest mit Burgen verbunden sind. In Wirklichkeit finden Turniere allerdings nur in Ausnahmefällen auf Burgen statt. Meist werden sie in der Nähe von Städten abgehalten, weil dort mehr Platz ist und die vielen Teilnehmer besser versorgt werden können. Auf den vergleichsweise kleinen Burgen ist das gar nicht zu leisten. Wirkliche Highlights des Burgenlebens sind Feste und Bankette. Die Gastgeber fahren allerlei auf. Fasane, Wachteln, Quitten, Feigen, Datteln, Rosinen, sogar Kraniche und Schwäne werden serviert. In einer Quelle heißt es, wie viele Gänge es da auch gibt. Es ist doch keine festliche Bewirtung, wenn gutes Brot und Wein fehlen. Weißbrot war im Mittelalter eine seltene Delikatesse. Auf Burghausen veranstalten die Landshuter Herzöge Maskenbälle und Gelage. Sie gönnen sich jeden Luxus und teils auch skurrile Vergnügungen. Die Rechnungsbücher von Burghausen verzeichnen ein monatliches Salär für den Hofzwerg Christoffel und den Hofnarren Hammerl. Für das Jahr 1477 wird der Konsum von 1185 Eimern Bier aufgelistet und fast doppelt so viel Wein. Die Rechnungsbücher zeigen auch, die Einnahmen können die hohen Ausgaben am Ende des Mittelalters nicht mehr decken. Vor allem Herzogin Hedwig, von 1479 bis 1502 Bewohnerin der Burg, gibt das Geld mit vollen Händen aus. Ihr Mann Georg hingegen ist ein Sparfuchs und von der Sorglosigkeit seiner Gattin wenig begeistert. Die Herzogin lässt viele Güter für den täglichen Bedarf aus dem 2 Tagesreisen entfernten Landshut anliefern. Die Burghausener Waren genügen nicht ihren hohen Ansprüchen. Lars, geht schon. So überzieht sie ihr Budget immer mehr. Auch Medikamente gegen den Katerkopfschmerz werden von Landshuter Apothekern für die Genesung der Burghausener hergestellt. Greift zu, Herrin, das wird euch helfen. Kandierte Früchte sind das Aspirin des Mittelalters. Doch eine Medizin gegen die leeren Burgkassen findet sich nicht. Die Wittelsbacher verschulden sich zusätzlich durch Kriegszüge und entzweien sich durch Erbstreitigkeiten. Burghausen wird als Residenz aufgegeben und versinkt in die Bedeutungslosigkeit. So ergeht es vielen Burgen in dieser Zeit. Doch sie leben fort.
Burgen haben immer die Gedanken und Fantasie der Menschen angeregt. Bereits im Mittelalter war die Idee der Burg mindestens so wichtig wie der eigentliche Bau. Der Symbolgehalt, die Verbindung mit dem Rittertum, Dinge, die im Kopf stattfinden, waren also wichtiger als die Realität. Burgen prägen das Gesicht Europas über das Mittelalter hinaus. Einige von ihnen werden umgebaut und weiterhin bewohnt, teilweise bis heute. Sie sind Zeugnisse der mittelalterlichen Kultur und schaffen eine sichtbare Verbindung zu unserer Vergangenheit. Ihre Überreste erinnern an eine bewegte Geschichte. Bis heute üben sie eine einzigartige Anziehungskraft auf uns aus. Im 19. Jahrhundert erlebt die Burg eine Renaissance. Ihr Mythos wird wiederbelebt. In Mitteleuropa werden Burgen nach mittelalterlichen Vorbildern errichtet. Doch ihre ursprüngliche Funktion als Schutzbau haben sie da längst verloren. Ihren Höhepunkt erreicht ihre romantische Verklärung in Schloss Neuschwanstein. Ein Beweis für die ungebrochene Faszination der mittelalterlichen Bauten.